Können wir unsere Zukunft beeinflussen und wenn ja, wie? Wie könnte unsere Zukunft in 20 oder in 50 Jahren aussehen? Welche Modelle und Lösungsansätze für eine bessere Zukunft gibt es? Und vor allem, wie wollen wir leben? Und was können wir selber dafür tun? Im Futurium, dem Haus der Zukünfte, werden viele Fragen gestellt und wir sind dazu eingeladen, die Fragen zu diskutieren oder für uns selber zu beantworten. Es geht hier also nicht darum, nur zu zeigen, welche technischen Errungenschaften die Menschheit zu bieten hat oder wie eine mögliche Zukunft wohl aussehen mag. Denn niemand weiß, welche der vielen heute diskutierten unterschiedlichen Zukunftsprognosen und Visionen später tatsächlich Teil unserer Zukunft werden. In diesem Video möchte ich zeigen, wie dieses Konzept umgesetzt wird und welche Ausstellungsbereiche die Besucher und Besucherinnen in der Ausstellung erwarten. Okay, los geht's. Hello, human. Welcome to the exhibition. 2019 eröffnet, befindet sich das Futurium ganz in der Nähe des Parlamentsviertels, ist vom Hauptbahnhof in 5 Minuten zu Fuß zu erreichen und auch von der Spree aus gut zu sehen. Das Angebot richtet sich an jede und jeden, egal welche Altersgruppe, und der Eintritt ist frei. Auf die Architektur bin ich übrigens in einem eigenen, ausführlichen Video eingegangen. Den Link dazu findet man hier oben rechts und in der Beschreibung. Es gibt 2 Haupteingänge, durch die man in das großzügige Foyer gelangt. Als erstes wird man begrüßt von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und es gibt einen Schaukasten mit einem Willkommensgruß in mehreren Sprachen, inklusive Gebärdensprache. Das Erdgeschoss ist übersichtlich gestaltet, Shop, Infostand und die Schließfächer sind direkt sichtbar. Auf dieser Ebene befinden sich auch die Veranstaltungsräume für Sonderveranstaltungen, Forum 1 bis 3 genannt. Programmpunkte werden an einer Wand angekündigt und es gibt ein Restaurant. Der schwarze Kasten vor uns ist der Wünschespeicher. Hier kann man seine Wünsche eingeben, die sich dann mit den Wünschen anderer vernetzen. Eine erste Anregung, sich Gedanken zu machen, was man sich für die Zukunft erhofft. Die meisten Gäste gehen wohl erstmal in die Hauptausstellung nach oben. Wir beginnen im Untergeschoss. Unter dem Spreelevel befindet sich das Futurium Lab. Das in einer Art geschlossenem Bereich, wie in einer Höhle, auf 600 Quadratmetern zum Mitmachen und Ausprobieren einlädt. Es gibt regelmäßig Workshops, bei denen man selber mit 3D-Druckern, Lasercuttern und anderem experimentieren kann. Die Zeiten findet man im Programm des Futuriums und auf den Internetseiten. Neben den Workshop-Räumen gibt es 3 Hauptbereiche zu den Themen Mobilität, Bionik und Künstliche Intelligenz. Alle Ausstellungen sind interaktiv gestaltet. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, sich spielerisch mit den Themen zu befassen. Hier zum Beispiel mit dem Thema Mobilität in Städten. Im Bereich Bionik, die sich mit dem Übertragen von Phänomenen und Lösungen der Natur auf die Technik befasst, ist die Skulptur Noosphäre ein Anziehungspunkt. Es handelt sich um eine Installation des Architekten, Künstlers, Designers und Universitätsprofessors in Kanada, Philip Beasley. Im Sinne der Biomimikrie kopiert Beasley hier Konzepte aus der Natur. Entstanden ist ein komplexes Gebilde, das einem widerstandsfähigen zentralen Nervensystem ähnelt. Nähert man sich, reagiert die Skulptur auf die Bewegung und antwortet mit einem unvorhersagbaren Spiel aus Licht, Vibrationen und Tönen. Sie wirkt sehr lebendig und verbindet Chemie, künstliche Intelligenz und eine immersive Klangwelt miteinander. Alle möglichen Formen aus Acryl, Stahl oder Kunstharz sind miteinander verschmolzen, ineinander verhakt oder gedreht. Rund 250.000 Einzelteile wurden verbaut. Wer mehr zu der Skulptur und dem Künstler erfahren möchte, findet wieder Links in der Beschreibung. Als nächstes folgt die Installation The Outside Inside der Designerin und Künstlerin Johanna Schmeer. In ihrer forschungsbasierten Arbeit erkundet sie die Überschneidung von Design, Wissenschaft, Technologie und Zukunft. The Outside Inside ist eine dreiteilige Installation, die die Beziehungen zwischen der Umwelt, den darin lebenden Arten und der Technologie untersucht. Der erste Teil ist ein hochtechnisierter Innengarten, in dem Pflanzen, Flechten und Pilze mit besonderen Fähigkeiten, ihre Umwelt zu verändern,
in Mikroklimata wachsen und mögliche Umweltbedingungen des Jahres 2100 simulieren. Diese Arten sind in der Lage, den Boden zu kühlen, Schwermetalle zu entfernen und unter extremen Bedingungen CO2 zu absorbieren und könnten eine Rolle bei der Abschwächung von Umweltkrisen spielen. Der zweite Teil ist ein Video auf einer großformatigen Projektion hinter der Installation, die von den Sensordaten der Installation beeinflusst wird. In dem Video sucht eine Drohne nach neuen Lebensräumen, die diese Arten erhalten oder verändern könnten. Der dritte Teil besteht aus einem Kühlschrank mit essbaren Blumen, die in der Installation geerntet werden. Durch ihren Verzehr kann man sozusagen eine mögliche Zukunft einnehmen, die sich auf molekularer Ebene auf den Körper auswirkt. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich noch näher mit den dahinterliegenden Gedanken zu befassen. Die nächste Installation nennt sich Naturstruktur und stammt von Dr. Robert Richter. Auf den Spuren der Natur entwickelt Richter an der TU Berlin Experimente, die auch Laien für die Naturwissenschaften begeistern sollen. Hier möchte er zeigen, wie effizient Natur ist und veranschaulichen, wie sich Strukturen in der Natur bilden und welche Prinzipien dahinter stecken. Damit sich Blütenblätter möglichst wenig gegenseitig beschatten, wachsen sie leicht versetzt. Der optimale Winkel für minimale Überlappung beträgt 137,5 Grad. Exakt die Zahl des goldenen Winkels. Dieses Prinzip findet man überall in der Natur, bei Blüten und Gemüse. Ein gutes Beispiel ist der Romanesco-Blumenkohl. Von oben betrachtet sieht man sofort, dass sich seine Strukturen im Kleinen immer weiter wiederholen. In Andalusien werden nach diesem natürlichen Effizienzprinzip übrigens schon ganze Solarkraftanlagen konstruiert. Für das Futurium hat sich Richter von dem Künstler John Edmarks inspirieren lassen, dessen Blooms aus simplen mathematischen Regeln wunderschöne optische Täuschungen zaubern. Richters mit dem 3D-Drucker erzeugte Plastikskulpturen ähneln üppigen Blumen mit einer selbstähnlichen Struktur. Sie drehen sich blitzschnell um die eigene Achse und werden bei jeder 137,5 Grad Drehung kurz von einem Stroboskop angestrahlt. Aus dem Zusammenspiel von Drehung und Licht ergibt sich dieser erstaunliche optische Effekt, diese optische Illusion. Auch hierzu findet man zahlreiche weiterführende Links in der Videobeschreibung. Weiter geht's zum Bereich künstliche Intelligenz. Hier möchte ich kurz zwei Objekte vorstellen. Zunächst die Installation Smile to Vote des Künstlers Alexander Peterhensel. Man betritt eine Wahlkabine, in der die Wahlentscheidung durch Gesichtserkennung und künstliche Intelligenz scheinbar vorhergesagt wird. Unsere Stimme geht dann automatisch an die Partei, der wir am meisten ähneln. Ein futuristisches Szenario, das beängstigend wirkt. So abwegig ist es aber nicht. Multinationale Unternehmen setzen bereits künstliche Intelligenz ein, um unser Verhalten und unsere biometrischen Daten auszuwerten. Und wir geben unsere Daten oft freiwillig ab. Zum Beispiel, indem wir unser Handy per Gesichtserkennung entsperren oder damit bezahlen. Bei mir hat die Erkennung übrigens nicht funktioniert. Ich gehe doch lieber selber wählen. Noch ein letztes Objekt hier unten, bei dem fast jeder stehen bleibt. Gene Kogans Cubist Mirror. Kogan ist Künstler und Programmierer mit Interessen an generativer Kunst. Wer hier in die Webcam schaut, erscheint auf der Leinwand als lebendiges Gemälde. Durch KI werden Gesten und Bewegungen in Echtzeit übertragen. Die künstliche Intelligenz ermittelt wichtige Bildmerkmale und überträgt diese in den Stil von Picasso, Van Gogh und anderen Künstlern. Seit einiger Zeit findet man im Internet ja auch eine Menge an Programmen, die Bilder mittels KI nach eigenen Vorgaben erstellen. Jetzt geht es aber nach oben in den Hauptausstellungsbereich. Auf dem Weg dorthin noch ein paar Anmerkungen zum Konzept des Hauses. Es werden 3 große Themenfelder vorgestellt, die unsere Zukunft am meisten beeinflussen: Mensch, Natur und Technik. Ziel ist es, sich vieles besser vorstellen und möglichst auch ausprobieren zu können, um ein Bewusstsein dafür zu erzeugen, dass Zukunft gestaltbar und beeinflussbar ist. Die Besucher sollen angeregt werden, Zukunft aktiv mitzugestalten. Denn unsere Entscheidungen in der Gegenwart entscheiden, wie unsere Zukunft aussehen wird. Zugleich soll es einen Austausch zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und der Bevölkerung geben. Die ständige Ausstellung, die regelmäßig weiterentwickelt wird, wurde von den Berliner Designagenturen Art & Com Studios und Schiel-Projekt gestaltet. Letztere zeichnet zum Beispiel auch für die Gestaltung der Ausstellung im Asiatischen und Ethnologischen Museum im Humboldt-Forum
dem Naturkundemuseum, dem Deutschen Technikmuseum und vieler weiterer Museen in Berlin und Deutschland verantwortlich. Auf dem Weg nach oben fällt der Blick auf eine raumgreifende Installation. Wie ein Wirbelsturm dreht sie sich über der Treppe zur Ausstellung nach oben. Das Raumbild steht für die exponentielle Entwicklung, mit der sich globale Prozesse wie der Anstieg des CO2-Ausstoßes oder das Bevölkerungswachstum in den letzten 200 Jahren vollzogen haben. Wer möchte, kann sich zunächst von einem Roboter begrüßen lassen und ein Armband in Empfang nehmen. Mit diesem kann man an zahlreichen Stationen in der Ausstellung Zukunftsentwürfe bewerten, Wissenswertes zu einzelnen Themen sammeln und sich die Ergebnisse später ausdrucken lassen bzw. zu Hause am Computer nachvollziehen. Nimm dir ein Armband und leg es an. Ich erkläre dir mal warum. In der Ausstellung findest du überall solche Stationen. Du möchtest zu Hause mehr über ein Thema erfahren, sammle es mit deinem Armband. Genauso, wie es hier auf meinem Bildschirm zu sehen ist. Wir beginnen im Denkraum Technik, der die Möglichkeiten untersucht, die neue Technologien zur Zukunftsgestaltung bieten. Hier herrscht eine sachliche Ästhetik vor, mit vielfältigen Medienstationen. Die 3 Denkräume unterscheiden sich übrigens gestalterisch und atmosphärisch stark voneinander. Eher analog an einer Wand dargestellt, kann man die Entwicklung der letzten 200 Jahre nachvollziehen, mit immer neuen Erfindungen in immer schnellerer Abfolge und einer exponentiellen Entwicklung des Bevölkerungswachstums und der Mobilität. Beeindruckend und erschreckend zugleich. Gegenüber leuchten Wünsche und Fragen auf. Technik steht für Fortschritt. Sie ist oft faszinierend, aber wir Menschen müssen entscheiden, welche Technologien weiterentwickelt werden und wie wir damit umgehen. Weiter geht es mit Informationen zur Entschlüsselung der Gene und man kann ein Genroulette spielen. Die Wissenschaft kann heute den genetischen Bauplan jedes einzelnen Menschen entziffern. Das eröffnet medizinische Möglichkeiten, aber auch hier ist die Frage, wie viel von unseren Daten wollen wir preisgeben und was machen wir damit? Es folgt ein Bereich, in dem die Entwicklung der Robotik vorgestellt wird, wie zum Beispiel der Einsatz von Robotern als Pflegekräfte. Es gibt auch ein Robotertheater, das in Workshops mit Besucherinnen entwickelt wurde. Stellt euch vor, der Weltraum, unendliche Weiten. Prothesen, die die Funktion unseres Körpers ersetzen, gibt es schon länger. Sie werden aber immer ausgefeilter. Meisterwerke am Körper. Es stellt sich die Frage, ob wir eines Tages auch den unversehrten Körper damit optimieren möchten. Viele weitere Wissenschafts- und Technikbereiche werden vorgestellt. Es geht um die Digitalisierung der Städte und digitale Arbeitswelten, künstliche Intelligenz, um Climate Engineering, um die Entwicklung von kleinsten Maschinen, die eines Tages Medikamente in unserem Körper herstellen könnten, um neue Baustoffe, Rohstoffe der Zukunft, Lebensmittel aus dem Labor, Hirnforschung und wie wir mit den Gedanken Maschinen lenken können und vieles mehr. Der Denkraum Mensch beschäftigt sich mit der Frage, wie wir Menschen durch ein verändertes Verhalten unsere Zukunft positiv beeinflussen können. Mit seinen kleinen Häusern, vielen Sitzflächen, Mitmachmöglichkeiten und mit gewohnten Medien wie Stiften, Papier und Kreide bietet er Platz und Gelegenheit zum Austausch. Das 8 Meter hohe und 11 Meter breite Fenster bietet einen Blick auf die Bahngleise, die weiter wachsende Europacity und die Charité. Die Schaukeln sind vor allem, aber nicht nur, bei den Kindern beliebt. Hier kann man erfahren, wie das Zusammenleben in den Städten in Zukunft aussehen könnte, wenn 2/3 der Menschen in Städten leben. Wie kann man in Städten Nahrungsmittel produzieren und Energie selbst erzeugen? Und man kann seinen eigenen Konsum hinterfragen.
Im Denkraum Natur geht es um die Fragen: Wie schaffen wir es, in Zukunft unsere Bedürfnisse zu erfüllen, ohne die Natur noch mehr zu zerstören? Welche Herausforderungen und Lösungen gibt es, die Natur zu bewahren? Es geht um verschiedenste Denk- und Forschungsansätze, wie der Mensch besser im Einklang mit der Natur leben und auch von ihr lernen kann. An einer organisch wirkenden Raumarchitektur aus Holz kommt man hier nicht vorbei. Die Neonatur genannte Skulptur soll ein Sinnbild für ein neues Naturverständnis darstellen, das einerseits der Technisierung der Natur und dem Eingriff des Menschen in die Natur Rechnung trägt, das sich aber gleichzeitig die Natur und deren effektive Lösungswege zum Vorbild nimmt. Neonatur wurde aus 16 Modulen konstruiert und aus 1500 aus Holz gefrästen Elementen und 4500 eigens entwickelten Winkelverbindungen erbaut. Für den Aufbau wurde eine AR, eine Augmented Reality Anwendung, programmiert. Der Denkraum Natur hat 4 Bereiche mit folgenden Überschriften. Erstens Verwandlungskünste, Leben ohne Abfall. Hier geht es um Recycling, die Wiederverwendung von Rohstoffen, um Konzepte, die in biologischen und technischen Kreisläufen denken. Verdeutlicht wird die Idee am Beispiel einer Kugelbahn, bei der die Kugeln fortwährend im Kreis laufen. An den Tischen rund um die Kugelbahn erfährt man mehr zum Thema. Zweitens Energiefänger, Energie durch Sonne und Wind. Wie können wir umweltfreundliche Energiequellen wie Sonne, Wind und Wasser besser nutzen? Fliegende Drachen, künstliche Inseln im Meer, Solarzellen über landwirtschaftlich genutzten Flächen und vieles mehr werden vorgestellt. Drittens Systemkipper, Natur- und Artenschutz. Hier geht es darum, wie wir erhalten können, was uns erhält. Alles ist mit allem verbunden, Ökosysteme müssen geschützt werden. Viertens Stadtdschungel, Natur in der Stadt, zeigt Beispiele für grüne Städte der Zukunft, in denen Nahrung auf Dächern und an Hauswänden produziert wird, mit Gebäuden, die aus natürlichen, nachwachsenden Materialien, wie zum Beispiel Pilzbausteinen, errichtet werden. Begrünte Gebäude gibt es ja schon, vor allem in Singapur, wo seit 2008 die Begrünung von Gebäuden in der Stadt verpflichtend ist. Viele Informationen, interaktive Angebote und Eindrücke strömen im Futurium auf die Besucher und Besucherinnen ein. Wer sich intensiver mit der Ausstellung auseinandersetzen möchte, braucht sicherlich mehrere Besuche. Oder man recherchiert online weiter. Links dafür stelle ich in die Beschreibung. Nach den vielen Eindrücken ist es Zeit für frische Luft, für Entspannung und Zeit, den Blick in die Ferne schweifen zu lassen. Der sogenannte Skywalk auf dem Dach bietet die Möglichkeit dazu. Auf dem Weg nach oben aber noch ein Zwischenstopp in der Forschergalerie bei der Zukunftsmaschine. Wer sich zuvor das Armband ausgeliehen und es genutzt hat, kann sich hier das Ergebnis der eigenen Interessen und Interaktionen in den Ausstellungen ausdrucken lassen. Gut, nun aber aufs Dach. Man wandert auf dem Skywalk um ein solares Meer mit Energiekollektoren zur Stromgewinnung und 4 Reihen von Solarthermierohren zur Wärmegewinnung. Das Futurium wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, den großen deutschen Forschungsorganisationen und Stiftungen und der forschenden Industrie finanziert. Der Jahresetat beträgt fast 19 Millionen Euro. Nach Norden bietet sich ein Blick zur Charité und zum Hauptbahnhof. Zum Süden auf das Parlaments- und Regierungsviertel mit Kanzleramt, Reichstag und weiter darüber hinaus. Damit möchte ich das Video beenden, das einen ersten Eindruck vermitteln sollte, was einen im Futurium erwartet. Eine Anregung zu einem eigenen Besuch. Ich verlinke noch die Internetseite des Futuriums in der Beschreibung. Dort findet man viele weitere Informationen zu den Ausstellungen, zu Veranstaltungen, zu den Öffnungszeiten und so weiter.
Der Eintritt ist wie gesagt frei und ich wünsche viel Spaß dabei. Ciao.